Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nahtree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Gussie. Roman erzählt die bewegende Geschichte von Auguste Gussie Adenauer, der zweiten Ehefrau des berühmten deutschen Kanzlers Konrad Adenauer. Autor Christoph Wortberg zeichnet ein lebendiges Bild dieser außergewöhnlichen Frau, die inmitten der Wirren der deutschen Geschichte einen bedeutenden, aber oft übersehenen Beitrag leistete. Wortberg gibt Gussie eine Stimme und eröffnet dem Leser einen faszinierenden Einblick in ihr Leben. Von ihrer Jugend, den Herausforderungen der Zwischenkriegszeit und dem Leben an der Seite eines der wichtigsten Politiker Deutschlands bis hin zu ihrem eigenen Streben, Anerkennung und Selbstbestimmung zu erlangen. Der Roman verbindet dabei Fakten mit einer fesselnden, emotionalen Erzählung, in der politische und persönliche Umwälzungen miteinander verknüpft werden. Wortberg versteht es meisterhaft, das emotionale Innenleben seiner Protagonistin darzustellen und das Bild einer Frau zu zeichnen, deren Geschichte viel zu lange im Schatten ihres berühmten Ehemanns stand. Dieses Buch ist nicht nur das Porträt einer faszinierenden Persönlichkeit, sondern auch ein bewegendes Zeugnis über Mut, Widerstandsfähigkeit und die Kraft, den eigenen Weg zu gehen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Jugend und Prägung von Gussie Adenauer. Der Roman beginnt mit einem eindringlichen Porträt von Gussies Kindheit und Jugend in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umwälzungen. Die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der frühen 1900er Jahre inklusive der Ersten Weltkriegserfahrung, haben Gussie geprägt und ihre Werte von Verantwortung, Fürsorge und Integrität geformt. Christoph Wortberg zeigt eindrucksvoll, wie aus dem Mädchen Auguste eine charakterstarke Frau wird, deren Wurzeln und Erziehung sie auf die kommenden Prüfungen vorbereiten. In diesem Thema wird beleuchtet, wie familiäre Bindungen, Bildung und gesellschaftliche Einflüsse eine Frau erschaffen, die im späteren Leben zur starken Partnerin eines Mannes wie Konrad Adenauer werden kann. Ihre Fähigkeit, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem Empathie für andere zu empfinden, wird als Grundstein ihres Wesens hervorgehoben. Zweitens. Begegnung mit Konrad Adenauer und Neubeginn. Die Beziehung zu Konrad Adenauer nimmt einen wichtigen Platz im Leben von Gussie ein und wird im Roman mit großer Sensibilität beschrieben. Nach dem Tod von Adenauers erster Frau trifft Gussie auf ihn und entscheidet sich für einen mutigen Lebensschritt. Sie wird seine zweite Ehefrau. Diese Verbindung stellt sie jedoch vor zahlreiche Herausforderungen, denn Adenauer ist bereits eine öffentliche Person mit großem politischen Einfluss. Gussie muss lernen, ihr Leben zu teilen, ohne ihre eigene Identität zu verlieren. Dieses Kapitel des Romans untersucht, wie sie sich im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Privatheit bewegt, gegen gesellschaftliche Konventionen ankämpft und durch ihre Fürsorge und Loyalität die Familie stützt. Der Neubeginn als Partnerin eines Politikers wird als emotionale Bewährungsprobe ebenso wie als Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit geschildert. Drittens. Gussies Rolle in der Politik und im Familienleben. Obwohl Gussie selbst nie formal politisch aktiv war, verschmilzt ihr privates Leben immer wieder mit dem öffentlichen Dasein ihres Mannes. Wortberg arbeitet heraus, wie sie im Hintergrund eine immense Stütze für Konrad Adenauer war, emotional, organisatorisch und moralisch. Neben der Erziehung der gemeinsamen Kinder übernimmt Gussie auch repräsentative Aufgaben und hilft mit diplomatischem Geschick, familiäre und politische Spannungen zu entschärfen. Der Roman schildert eindrucksvoll, wie Gussies Rolle als Vermittlerin, Zuhörerin und Ratgeberin über die Jahre wichtiger wird. Dabei kämpft sie jedoch auch mit den Belastungen und Entbehrungen, die das Leben an der Seite einer öffentlichen Figur mit sich bringt. Besonders spannend sind die Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen persönlichen Opfern und familiärem Zusammenhalt. Viertens. Kampf um Anerkennung und Selbstbestimmung. Ein zentrales Thema des Romans ist Gussies ständiger Kampf um Wertschätzung und Selbstbehauptung. Oftmals bleibt sie im Schatten ihres berühmten Mannes und ihre eigenen Leistungen und Sorgen werden kaum wahrgenommen. Wortberg schildert eindringlich, wie Gussie um ihre Sichtbarkeit ringt und sich Freiräume schafft, in denen sie ihre Persönlichkeit entfalten kann.
Gerade die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs machen deutlich, wie wichtig Standhaftigkeit, Selbstachtung und der Wille zum Durchhalten sind. Das Streben nach Unabhängigkeit, sowohl im Denken als auch im Handeln, ist eine der Schlüsselerfahrungen von Gussie, die sie zur Identifikationsfigur für viele Leserinnen und Leser macht. Ihr Mut, auch in schweren Zeiten ihre Überzeugungen nicht aufzugeben und für ihre Familie einzustehen, steht im Mittelpunkt. Schließlich Vermächtnis und Bedeutung für die Nachwelt. Der Roman endet nicht mit dem Tod von Gussie Adenauer, sondern mit einer Reflexion ihres Vermächtnisses. Auguste Adenauer hat viel mehr hinterlassen als bloß die Rolle einer Politiker-Ehefrau. Ihre Werte, ihre unnachgiebige moralische Haltung und ihre Einflüsse auf die nächste Generation strahlen über ihren Tod hinaus. Christoph Wortberg gelingt es, Gussies Lebensleistung zu würdigen, indem er zeigt, dass persönliche Größe nicht immer in der Öffentlichkeit stattfindet. Das Vermächtnis dieser starken Frau manifestiert sich in ihren Kindern, ihrer Haltung und ihrem Beitrag zur gesellschaftlichen Erneuerung Nachkriegsdeutschlands. Die Bedeutung dieses Themas liegt darin, dass der Roman zur gesellschaftlichen Debatte über weibliche Rollenbilder und Geschichtsschreibung beiträgt und Gussie als Vorbild für Mut, Integrität und menschliche Größe präsentiert. Zusammenfassend Gussie: Roman ist ein Buch für alle, die sich für die verdeckten Rollen starker Frauen in der Geschichte interessieren, besonders in politischen Kontexten. Wer gerne biografisch inspirierte Romane liest, die sowohl historische Präzision als auch emotionale Tiefe vereinen, wird hier fündig. Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die verstehen möchten, wie Privates und Politisches miteinander verknüpft sind und wie schwierig es ist, in einem berühmten Schatten zu bestehen, ohne sich selbst zu verlieren. Besonders für Menschen, die Interesse an deutscher Zeitgeschichte, Familiengeschichten und weiblicher Emanzipation haben, bietet dieser Roman eine wertvolle, neue Perspektive. Er ist eine inspirierende Lektüre für alle, die Mut und innere Stärke in schwierigen Zeiten suchen, sei es privat oder beruflich. Im Gegensatz zu anderen biografischen Romanen rückt dieses Buch eine lange übersehene Lebensleistung ins Zentrum und gibt damit einer Frau eine Stimme, die für viele eine Identifikationsfigur sein kann. Der Kauf von Gussie lohnt sich besonders, weil Christoph Wortbergs feinfühlige Sprache und genaue historische Recherche das Leben einer außergewöhnlichen Frau und die Wechselwirkungen zwischen persönlichem Schicksal und Zeitgeschichte auf einzigartige Weise erfahrbar machen. Die Lektüre erweitert den Blick auf bekannte historische Figuren und entdeckt dabei, wie vielgestaltig und inspirierend die Geschichten derjenigen sein können, die vielleicht nie auf Titelseiten standen, aber Geschichte wesentlich mitgeprägt haben. Wenn Sie unterstützen möchten Christoph Wortberg, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.